Leute, wir haben was ganz Besonderes vor. Wir sind in Rüsselsheim, eine Stadt, die unfassbar verbunden ist mit einem Namen und einer Marke, mit Opel. Und wir machen uns auf eine Abenteuerreise, auf eine Zeitreise. Wir sind da unterwegs, wo alles begonnen hat. Wir treffen Menschen, die so voller Liebe sind für ihre Oldtimer und die Dinge, die sie tun, wie zum Beispiel das Auto, in dem wir gerade sitzen. Also, wir haben viel Besonderes vor. Auf geht's! Wir fahren mit euch direkt ins Herz von Opel, ins Werk. Denn hier steht die größte und wertvollste Opel-Sammlung der Welt. Leute, jetzt geht's los mit Tobis Städtetrip. Opel und Oldtimer in Rüsselsheim. Wir sind verabredet mit dem Hüter einer Schatzkammer, mit dem Live. Aha. Ich will hier gar nicht raus. Ist das gut? Ist das irre? Hi. Hey, Tobi, willkommen. Grüß dich. Willkommen im Opel Klassik-Gebäude. Du hast es geschafft mit unserem Elektromanta. Hilf mir mal ganz kurz. Eigentlich ist es wirklich ein Original Manta, oder? Ja, es ist ein Manta A aus den 70er Jahren und wir haben den umgebaut zum Elektroauto. Wir haben das... Entschuldigung, das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ist das süß? Ja, das ist der Opel Vaiser und wir haben uns mal erlaubt, euch ein bisschen zu begrüßen. Es war nicht ganz einfach, aber es hat geklappt. Euer Logo ist auf unserem Auto. Ich will das immer haben. Ist das gut? Genau, ja, wie war die Fahrt? Fantastisch. Was ist das denn hier für ein Apparat? Ja, jetzt sind wir noch mal ein paar Jahrzehnte älter. Während der Manta ja so ein Kind der 60er, 70er ist, hier sind wir jetzt in den 30er Jahren. Art Deco Grill, das ist ein Opel Admiral von 1939. Das ist aber noch Auto, oder? Das ist ein Klumpenauto, absolut. Ja. Wir können ja auch mal reingucken, dann siehst du das. Also eher so was Gemütliches. Ne? Und halt dieser Art Deco-Style, den finde ich ziemlich stark. Ist eine Couch, ja. Couch. Ja, das ist wirklich tatsächlich ein riesengroßes Auto, muss man sagen, auch für die Maßstäbe damals. Aber wir haben in unserer Sammlung halt verschiedenste Sachen aus den verschiedensten Jahrhunderten, kann man sogar sagen. Wollen wir mal gucken gehen? Ja, gerne. Lass uns mal hier um die Ecke gehen. Hinter der Garage befindet sich unsere eigentliche Ausstellung. Wir sind jetzt hier so ein bisschen im Backstage-Bereich. Wow. Da steht ein bisschen was. Wie viele Autos sind das? Automäßig sind wir bei ungefähr 250 hier. Was ist das? Ist das ein Museum? Ist das die Idee von... Was ist das? Ja, also das ist zunächst mal die historische Sammlung unseres Unternehmens von Opel. Es ist kein Museum, leider nicht. Man kann uns also nicht besuchen, wie man jetzt die Schirn oder so besuchen kann. Das also ist danke fürs exklusive rein. Ja, ihr seid exklusiv hier. Und da freue ich mich natürlich auch drüber. Ich würde mich auch noch mehr freuen, wenn wir da noch mehr Leute rankriegen. Aber da müssen wir mal sehen, ob wir das in der Zukunft vielleicht mal gestalten können. Was ist denn das? Ja, das ist ein Opel 4 PS Doktorwagen von 1909. Das war der erste erfolgreiche Versuch unseres Unternehmens, sag ich mal, auch Leute anzusprechen, die nicht die Superreichen sind. Fährt der noch? Der fährt noch. Wirklich? Und, ja, schmeiß ihn doch mal an. Wie schmeißt man ihn denn an? Mit dieser Kurbel da unten. Damit sie dir nicht zurückschlägt, muss man reindrücken und mit beiden Händen musst du versuchen, den anzukurbeln. Also reindrücken, noch weiter rein. Ja, und jetzt mit einem großen Schwung. Das ist gut. Das schaffen nicht viele beim ersten Mal. Also, ist ja irre. Ich habe Familienauto angemacht. Sehr gut. Herr Doktor? Ja? Luki, passt bitte auf. Wuhu! Ach, stopp mal. Stopp mal live. Was ist das? Das ist der Raketenwagen von Fritz von Opel von 1928, der RAK 2. Wir ehren Fritz von Opel, der älteste Enkel von Adam Opel, unserem Gründer, war, hier mit dem Fahrzeug. Fritz von Opel hat 1928 angefangen, sich für Raketentechnik zu interessieren. Ja. Und dann hat er mehrere Rekordfahrzeuge gebaut. Das ist das Spektakulärste. Man sieht da hinten das Foto, wie er da quasi nur mit einer Schutzbrille bekleidet und einer Lederjacke, ohne Helm, ohne Gurte, quasi dem Auto mit 238 Sachen gefahren ist. Es ist vor allen Dingen sehr gefährlich gewesen, weil das ja Sprengstoff ist. Ja. Es gab auch, sag ich mal, Daredevils und Draufgänger in den 20er Jahren, die sich mit so etwas auch tatsächlich totgefahren haben. Das hat aber alles super geklappt. Ach, das sind fast Ikonen, oder? Ja, das ist eine Ikone, ganz bestimmt. Also
wenn wir gefragt werden, irgendwo, wir brauchen nur ein Auto bringen, dann entscheiden wir uns sehr oft für den Opel GT, weil er eben eine Ikone ist. Nicht nur wegen seiner Klappscheinwerfer, die ja so klappen. Ja. Es ist einfach die Form, dieses Coke-Bottle-Design, wie die Amerikaner und auch die Deutschen das dann später genannt haben, das ist einfach das, was viele Leute einfach geil finden. Ne? Live, wo kommt denn deine Liebe zum Auto her? Habe ich schon als Kind gehabt. Ich habe Sandburgen gebaut in Form von Autos. Ich weiß es gar nicht. Du hast Sandautos und keine Burgen gebaut. Ja, Ach, das ist, okay. es ist wirklich wahr. Ich habe die schon ganz früh gehabt. Ich habe mit Spielzeugautos angefangen und jetzt bin ich Leiter von Opel Classic. Was Das natürlich heißt sowas auch. Paradies, oder? Ja, das schon. Ich will mich mal nicht beschweren. Es ist natürlich auch ein Beruf, das muss man sagen. Ja. Aber es ist natürlich schon ganz toll, an so einem Ort hier zu sein, zu arbeiten zu können. Und ich bin da sehr dankbar. Auf sowas stehe ich ja auch. Ja, das ist das grüne Monster. Ist auch wirklich weltweit, glaube ich, in den Oldtimer-Szene bekannt. Wir können hier mal in die Motorhaube reingucken, weil das ist was ganz Besonderes. Der Wagen ist ja 1913, 14 gebaut worden und er hat schon Vierventiltechnik. Was heute gängig ist im Automobilbau, war damals schon möglich, aber war halt sehr, sehr Motor ungewöhnlich. live, ey, mein lieber Mann. 12,3 Liter Hubraum, viel Leistung. War das ein schnelles Auto. Rennwagen? Oder? Ja. Das ist ein Rennwagen. In den 20er Jahren wurde der in Dänemark bei Strandrennen eingesetzt von der hessischen Rennsportlegende Karl Jörn. Der ist ja süß hier. Ja. Ach, Opel Kadett A. Der Urahn des Astra, der hier im Werk gebaut wird. Baujahr 62. Und natürlich eine tolle Farbe. Meine Frau mag diese Farbe auch. kommt fast wieder. Ist das so Petrol-Varianten? Das lasse ich mal so stehen. Ja, kein weiteres. Ach du großer Gott, was ist das denn? Wow. Ja, das ist auch was ganz Besonderes. Das hier ist ein Auto, was als Jubiläumsfahrzeug, als Einzelstück gemacht wird. Und was hier so schimmert, das ist tatsächlich echtes Gold. Man hat das Gold bedampft. Das ist der 2 Millionste Opel. Das ist ein Opel Kapitän. Zu einer Feier hat man das Auto extra mit diesem Gold überzogen. Wow. Und im Nachkriegsdeutschland 1955, 56 war das natürlich eine große Sache, Ja. dass man sowas Prächtiges mal wieder zeigen konnte. Ne? Ja, das ist hier der Werkstattbereich bei uns. Es gibt natürlich auch immer irgendwas zu reparieren. Ja, klar. Und wir gehen mal zum Jens hier. Hier ist der Jens. Hi, Guck Jens. mal. Hallo, Tobi, servus. Haben wir ein Problem, Jens, im Moment? keine Probleme. Was ist denn das Schwarze da? Das ist eins meiner absoluten Lieblingsautos. Ah, das sehe ich ja jetzt erst hier mit den Fängen. Das sieht ja endgeil aus. Das sieht ja eher nach Superheldenauto aus. Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gehört, oder? Das ist ein reines Rundstreckenauto, also ein richtiger Rennwagen. Ja. Und der stammt aus den 60er Jahren. Das ist ja geil. Und es ist eigentlich ein Opel-Rekord. Der hat einen Namen bekommen, die Schwarze Witwe. Oh. Und, Weil? der Grund war, man wollte sich gegen die übermächtigen Gegner wehren. Gegen Porsche, BMW, Alfa Romeo. Ja. Und das hat man auch geschafft. 68 mit dem Auto. Die Schwarze Witwe. Ja. Der gehört wirklich in so einen Heldencomic. Ja, Ja, Wahnsinn. absolut. Ja. Kannst doch gern mal dich reinsetzen und mal starten. Ehrlich? Ja, absolut. Ja. Ich habe ein bisschen Schiss. Alles klar, okay. Okay. Weil da vibriert ja alles. Ruhig mal richtig Gas geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber wild. Ich brauche unbedingt eine schwarze Sonnenbrille und dieses Auto. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Alles daran ist böse. Ja, böses Es Auto. ist wirklich, alles ist, also in so einer guten, ihr wisst schon, wie ich meine, guten Art und Weise böse. Das vergesse ich nicht. Jens, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war eindrücklich. Hey, ihr habt ja wirklich nur Schätze da stehen, gell? Ja, und in dieser Schatzkammer haben wir noch eine Schatzkammer. Quasi eine Schatzkammer mit einer Schatzkammer. Wollen wir mal hin? Ja, wenn es so viel in den Doppelschatz. Na Geh mal, klar. guck mal hier, komm mal mit runter in unsere Tiefgarage. Kurz auf den Kopf aufpassen. So, jetzt schau mal. Ich drücke mal ein paar Knöpfe. Hier unten geht es in allererster Linie um Prototypen, Concept Cars und Showcars. Das allermeiste, was du hier siehst, sind Einzelstücke. Die gibt es nur einmal. Ah, okay. Und die sind dann zum Beispiel für Messen gebaut worden oder halt zum Austesten von Dingen. Ne? Und ja, das ist schon was ganz Besonderes, weil das, was wir hier haben, das hat halt gar kein anderer. Ne? Das ist einfach das Herzstück der Sammlung, weil es halt Einzelstücke sind. Ne?
Zum Beispiel hier der CD von 1969. Das Ja, sieht ja irre aus. das sieht ein bisschen irre aus. Das ist das sogenannte Drahtgittermodell. Ich gehe mal auf die Beifahrerseite. Das hat man gemacht, um zu zeigen, was unterm Blech ist. Ich mach mal auf für dich. So wäre man ins Auto eingestiegen. Ich muss das hier mal so ein bisschen halten. Ja, also das Irre ist, dass diese Hier mit Sessel... Autotelefon. Ja, Autotelefon hat er auch schon. Ja. Dass diese Sessel nicht verstellbar waren, sondern man hat die Pedalerie und das Lenkrad verstellt. Das ist ja relativ besonders. Ja. Also wo ich besonders gerne drüber rede, sage ich jetzt mal, ist der Opel Twin von 1992. Das hier, das rote, das ist das Designmodell, was das Äußere des Autos veranschaulichen soll. Ja. Und noch etwas interessanter ist das Schnittmodell, was so ein bisschen dem CD da hinten ähnelt. Hier sieht man, wie das Auto drinnen gewesen wäre. Und auch hier, nimm doch mal Platz. Ja. Du siehst, Man hätte viel davon. man Also hat viel Platz, absolut. Ich bin vorsichtig. Ja, ich danke dir. Ja, man hätte den Sessel denn geschwenkt und wäre denn da vorne gefahren. Der Grund, warum man vorne so viel Platz hat oder der Innenraum so geräumig ist, dass die Antriebstechnik komplett an der Hinterachse sitzt. Daher auch der Name Twin. Die Idee war nämlich, dass das Auto Elektroantrieb hat. Ja. Wenn man jetzt eine lange Strecke fahren wollte, konnte man es gegen ein Verbrennungsmotormodul austauschen. Und dann schiebt man einen normalen Motor rein. Und dann schiebt man einen normalen Dreizylindermotor in dem Fall rein. Aus welchem Jahr war das? 92. Weil das sind ja genau die Themen, worüber sich alle gerade Gedanken machen, Ja, oder? vor 30 Jahren hat man sich da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ne? Live, Ja. dann vielen Dank, dass wir nicht nur im Twin Platz nehmen durften, sondern dass du uns mit hier reingenommen hast. Na klar. Ganz, ganz besonders. Wir wissen um die Exklusivität. Vielen Dank für die Einblicke und viel Freude, Liebe und Spaß weiterhin mit all diesen Schätzen. Ja? Vielen Dank für die warmen Worte. Ne? Ja, Und das du ist warst toll. natürlich herzlich willkommen, ganz klar. Vielen, Jederzeit vielen wieder Dank. auch. Merci, ich danke dir. Wir sind verabredet mit dem Maximilian, einer der Menschen, die versuchen, den Spagat hinzukriegen, all das an Vergangenheit und all das an Zukunft und Hier und Jetzt zusammenzukriegen, zu polieren und zu bewahren. Und da ist er, glaube ich, oder Maximilian? Ja, hi. Grüß dich. Tommy, Hi. freut mich. Ist er das? Genau, Adam Opel, der Adam Sohn Opel. der Stadt Rüsselsheim. Da hier. ist er. Und hier mitten im Ort steht er einfach Ja. vor seinem Opelwerk. Das ist das Opelwerk. Das Genau. Ist das der Ort, wo alles begonnen hat? Ja, also hier hat die Fahrzeugproduktion begonnen. Es hat zunächst in einer kleinen Scheune in der Stadt angefangen. Und hier ging es dann los, nicht nur mit Fahrrädern, sondern eben auch Nähmaschinen und vor allem Automobil. Also das hier ist der älteste Teil von Opel. Richtig. Das hier ist das ursprüngliche Opelwerk an sich. Also der Adam Opel war ein richtiger Techniker. Der hat sich in alles reinversetzt. Der hat Nähmaschinen gemacht, der hat Fahrräder gemacht. Und dann die zweite Generation, seine 5 Opel-Söhne quasi, die haben dann mit der Automobilproduktion hier am Standort angefangen. Und dieses Gelände hier gehört jetzt aber nicht mehr Opel. Richtig. Dieses Gelände haben wir jetzt erworben und werden das in den nächsten Jahren wieder öffentlich zugänglich und komplett neu sanieren. Und dann wieder hier einen Standort machen, wo gewohnt, gelebt werden kann und natürlich auch das Automobil begutachtet und bestaunt werden kann. Okay. Und jetzt zeige ich dir das Herzstück auf dem Areal. Okay. Lass uns reingehen. Oh, das sieht nach Größe aus. Ja, hier sind wir jetzt tatsächlich in der größten Halle auf dem Gelände. Ach, irre. Und hier war vor knapp 100 Jahren die Endmontage. Hier sind die Fahrzeuge fertig vom Band gelaufen. Du hast hier die alten Steine noch. Ja, aber schau mal genau hin hier vorne. Das sind gar keine Steine, Sondern? sondern, du wirst gleich sehen, Ist das Holz? Richtig, Holzboden. Also dieses Das ist ja krass. Firnholzparkett, das war der klassische Industrie-Werkstattboden. Und hier auf dem Holzboden standen die Mitarbeiter. Und wenn was runterfällt oder so, oder auch das Öl, es wird aufgesogen. Ja. Und somit haben wir immer einen rutschfesten Boden mit drin. Was verbirgt sich da drunter? Das ist mein persönliches Schätzchen, Tobi. Das gehört dir? Ja, das ist meiner. Das war mein allererstes Auto, das mein Opa mir vererbt hat. Also mein Opa hat es damals neu gekauft und es gibt ganz wenige Kadetts in dem Zustand. Das berührt mich wirklich, weil mein allererstes Auto war auch ein Kadett. Ja? Ein C-Kadett. Den habe ich mir damals mit meinem Freund Timo zusammen gekauft für 500 Mark. Wir hatten keine Kohle, also halbe gemacht. Und also uns verbindet Kadettliebe. Die Ach, das ist ja Kadettfreundschaft.
Ja, der steht aber noch 1A da. Absolut. Also ich glaube, es gibt kaum einen Kadett, der so vergleichbar ist. Knapp 30.000 Kilometer drauf und mein Opa immer in der Garage gehabt, nur zu ganz besonderen Ausfahrten Ach, raus. ist das schön. Das heißt also, hier wird irgendwann rund um diesen Schatz weitere Schätze stehen und hier kriegt dann also alles rund ums Automobil Neues zu Hause. Genau, also Ja. wir werden hier dann fürs Automobil komplett alles haben. Man kann durchlaufen, sich die Fahrzeuge anschauen. Ja. Aber wir haben hier auf dem Gelände auch noch ganz viele andere Bereiche, die auch komplett weg vom Automobil gehen. Und da könnte ich dir jetzt noch was Neues zeigen. Ja, und hier sind wir jetzt bei Face Off. Face off. Okay. Servus. Hallo. Hi, Tobi. Lukas, hi. Du weißt wahrscheinlich nicht, was dich hier erwartet. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist am schnellsten erklärt immer mit Schlag den Rab für jedermann. Wir haben hier 11 verschiedene Räume in verschiedenen Disziplinen. Geschicklichkeit, Wissen, Kraft, Ausdauer, Das klingt nach Reaktionsvermögen, auf jeden Fall. Es macht Spaß. Ja. Man kommt in der Gruppe zu zweit oder größer, teilt sich in 2 Teams auf und dann geht's los. Okay. Es ist viel gewinnt Basketball. Das ist jetzt die Herausforderung. Ich habe nicht gewonnen, richtig? Glückwunsch, Maximilian. Ja, da sind wir beide baden gegangen, Tobi. Ne? Aber es macht total Laune. Tolle Aktion, hey. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Lukas, vielen Dank fürs sehr Schnuppern gerne. dürfen. Sehr, sehr Hier, gerne. Riesig wir Spaß. wünschen euch immer volle Hallen. Dankeschön. Wirklich. Leute, das ist euer Ding. Ich verspreche es euch. Ich habe mein nächstes Date jetzt. Ja. Ich müsste zur alten Opel-Rennbahn. Weißt du was? Ich fahre dich hin. Mega gut. Wenn, können wir mit dem Kadett fahren? Selbstverständlich. Wir das fahren machen wir mit dem gerne. Kadett nämlich. Das machen wir. feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Absolut zuverlässig. Ja, Der schnurrt. in den letzten 33 Jahren nie hängen lassen. Ach, ist das gut. So, auf Richtung Rennbahn. Ja, jetzt waren wir noch einmal durch die Rüsselsheimer Innenstadt und die Rennbahn ist nur 5 Kilometer weg, also ganz entspannt. Lost all my control, drunk kicks and drunk feelings. I hate that we're leaving. The way my heart's beating, I'm lost in this. Maximilian, vielen Dank für alles. Sehr, sehr gerne. Hat gut. riesen Spaß gemacht. Gutes Gelingen bei deinen Vorhaben. Danke. Und pass mir auf das Schätzchen hier gut auf. Das werde ich auf Ja? jeden Fall machen. Mach's Tobi, gut. mach's besser. Ciao. Ciao, tschüss. And the feeling goes on. And the feeling goes on. Wir sind verabredet mit einem Mann, der einen Schatz bewahrt. Mit dem Carsten, dessen Baby die alte Opel-Rennstrecke ist. Jemand müsste sagen, Carsten, da, gut getarnt. Sehr gut. Kommt mal da hoch. Einfach Vollgas und hoch. Einfach Vollgas und los. Mach ich. Passt zur Rennstrecke. Vielen Dank. Ja, perfekt. Wow, okay. Grüß Tobi. Das war ich erstaunt. Das ist die Rennstrecke. Das ist die Opelbahn. Die hat schon 100 Jahre auf dem Buckel. Ja. Ist die erste feste Rennstrecke in Deutschland. Und ja, hat ungefähr nur 10 Jahre Bestand gehabt. Und liegt seitdem halt hier als Dornröschen im Wald Aber verborgen. wirklich wie im Dornröschenschlaf, Genau. oder? Jetzt ist es ja so dein Ding. Du hast, glaube ich, irgendwie die aber zum Leben erweckt mit Software wieder, gell? Ja, wir haben hier die Bahnnummer vermessen und die ist wirklich auf einen Zentimeter genau Ach so. in einer Rennsimulation zu bespielen. Ja, also Und so wie man sie da sieht, war sie. genau, so wie man sie in der Simulation sieht, war sie früher. Die ist 1500 Meter lang. Ja. Und wir sind hier in der Nordkurve. Das ist die steilste Kurve mit 32 Grad. Und ja, jetzt wir schauen genau in die Fahrtrichtung. Dann ist man gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Ja.
Und hier sind sie vorbeigebreddert. Genau, hier sind sie Vollgas vorbeigebrettert mit maximal 140 Stundenkilometer. Eigentlich ist es ein Stück Produktionsgelände der Firma Adam Opel, Ja. denn die früheren Fahrzeuge mussten eingefahren werden. So nannte man das. Deshalb ist es hier auch eine Einfahr-, dann Testbahn und an den Wochenenden wurde dann hier Rennen Halligalli. gefahren. Genau, Vollgas dann. Ja. Hier lassen wir mal runtergehen auf die Bahn. Das ist ja eine Rennstrecke, von daher rennen wir mal. Genau, das rennen wir runter. Kein Verkehr zu befürchten jetzt, Nein, oder? nein, nichts mehr. Seit 90 Jahren kein Auto mehr. Das heißt, das war aber damals wahrscheinlich eine historische Sensation. Das ist die erste feste Rennstrecke in Deutschland. Das ist die dritte der Welt. Ja, irre. Und es ist die älteste im Originalzustand. Das muss man wirklich sehen. Ich liebe Menschen mit Leidenschaften, Carsten. Ich habe sehr, sehr viele Menschen mit Leidenschaften schon getroffen. Was ist das, was dieses Ding hier bei dir so viel Liebe auslöst? In den 20er Jahren kannte jeder hier in Deutschland diese Stelle. Das ist der Hotspot des damaligen Renngeschehens. Ja. Und da ich ja selbst Motorradrennen fahre, historische Motorradrennen, ist es natürlich bei mir vor der Haustür ist natürlich das Maß aller Dinge, ist ja ganz klar. Ja. Jetzt weißt du sehr viel über diese Strecke. Gibt es noch irgendwelche Geheimnisse, die du noch rauskriegen willst? Gibt es noch irgendwelche Fragen, die offen sind? Also es gibt natürlich eine ganze Menge Geheimnisse, muss man ehrlich sagen. Ja. Dadurch, dass die halt so bekannt war vor über 100 Jahren und sehr viele Menschen hier waren, ist es erschreckend, wie wenig Bilder hier von der Bahn erhalten geblieben sind. Es gibt nur einen einzigen Film vom ersten 24-Stunden-Rennen, das 1927 hier stattgefunden hatte. Und wie gesagt, das blieb erhalten, aber mehr nicht. Ja. Ja, und das wäre zum Beispiel jetzt mein Traum, noch mehr Bilder zu bekommen. Wenn es irgendwo einen Keller gibt und jemand hat mal gehört, dass irgendjemand jemanden kennt, der jemanden kennt und vielleicht ein Bild hat. Pures Glück. Carsten freut sich sehr. Danke. Du dann viel Spaß, Freude mit allem, was du mit diesen Betonresten im Dornröschenschlaf noch erlebst. Alles klar. Es hat auf jeden Fall wirklich Charme, ne? Das hat was. Auf alle Fälle. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank an alle von euch, die uns wieder versorgt haben mit Hinweisen, mit Tipps, was wir uns angucken sollen und können. Und ein Hinweis war, ich müsste unbedingt den Fritz und den Olli kennenlernen. Die habe ich angerufen, die haben gesagt, sie holen mich ab. Es wäre eine Mitfahrgelegenheit in Rot. Das sieht sehr, sehr gut aus. Guckt dir das an. Ist das schön. Habt ihr ein Schätzchen? Servus. Hallo, grüß dich. Hi Fritz, hi Olli, Gute. Ich habe mich spontan verliebt gerade. Ja, super. Reinspaziert. Was ist denn das für eine? Ein Opel Blitz, Baujahr 72. Ach, ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Einsteigen, los Ja, geht's. wir probieren es mal. Auf Einfach geht's. rein. Ich schlupp rein, okay? Ja. Ah, man sitzt schön weich. Einsatz, Leute, Einsatz. Fahren wir, okay. 3 Gazellen. Haben extra Deckchen für dich draufgelegt. Ah, super. Hier sitzt aber wirklich gut. Der war auch wirklich im Einsatz, oder? Der war wenig im Einsatz, hat nur 4000 Kilometer gehabt, als ich ihn gekauft habe. So, hier geht's jetzt die Chaussee rein nach Rüsselsheim. Ja. Du kommst ja von der Opel-Rennbahn. So heißt, wir sind da. Jetzt sind wir da in der Werkhalle. Und die Werkhalle ist was? Die Werkhalle war mal der F-Bau. Wir haben es umgebaut zur Werkhalle. Das Ja. zeigen wir dir jetzt. Dann hinein. Das fährt sich schon sehr gut. So. Vielen Dank. Immer Danke-Sache beim Auto. Was ist das hier? Das ist die ehemalige F-Halle, ein ehemaliges Opel-Gebäude. Ja, okay. Aber jetzt wollen wir erst mal was trinken, oder, Olli? Wir haben hier nämlich eine Weinhalle. Eine Weinhalle, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Die Weinhalle in der Werkhalle. Jeden Donnerstag von 18:30 Uhr bis 22 Uhr. Gibt's Besonders Bäuche? nur einen Tag gibt's Bäuche. Und dann kommen die Rüsselsheimer hierher. So, willst du mal rumgucken? Wollen wir Ja, mal na die Halle klar. zeigen? Ja, Alles klar. gut, komm. Dann ziehen wir mal los. Die Geschichte gefällt mir auch sehr gut. Servus. So, jetzt helft mir nochmal. Also ganz früher war das ein Teil vom Opel-Werk. Und jetzt ist das euer Ding, eure Spielwiese oder wie ist es? Also wir haben einen verrückten Besitzer des Ganzen, Ja. der mit uns die Lust hatte, die Werkhalle zu kreieren vor einem Jahr. Wir haben ein Jahr umgebaut, vor einem Jahr eröffnet. Und das Konzept ist Handel, Gewerbe und auch Event. Da gehen wir gleich hin. Okay. Und Aber wir Spielwiese betreiben ist das. es auch bedingt. So ein bisschen weil wir Spaß, uns so ein oder? bisschen ausleben. Der Besitzer ist auch Sammler und wir sind Sammler und wir haben Ja. viele Dinge auch mitgebracht, die hier rumstehen. Wir haben hier Leute, die
mit uns gemeinsam diese Fläche bespielen. Die haben jetzt zum Beispiel diese Fläche gemietet und haben diese Hohlkehle gebaut. Und hier werden Fotoshootings gemacht mit Autos. Hier ein Ach, ist schöner ja alter auch Opel geil. Kapitän von Mega. 1962. Und es ist halt cool, du kannst hier seitlich in die Halle reinfahren. Ja, ist so ein bisschen das Industriekultur auch, ja. Einfach. Und auch die Leute, die hier reinkommen, ob jetzt zum Event oder einfach zum Wein trinken, die sind halt begeistert. Ah, guck mal, eine Schönheit. Es gibt Sachen, die sind einfach so schön, dass man fast das Maul halten muss. Oder? Auch wenn es kein Opel ist. Gell? Was ist denn das? Das ist ein Jaguar. Was haben wir hier? Oh, Platz. Okay. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich noch eine Band, oder? Also wir haben diverse Programme hier, Comedy, Kleinkunst, Kabarett, so ein bisschen was, private Feiern, Firmenfeiern. Alles unter einem Dach. Ja, irre. Ja. Wie ist denn das? Alle Leute, die wir bisher getroffen haben, haben irgendwie eine übertriebene Verbindung und Liebe zur Stadt, zu Autos, zu Opel. Wie ist es bei euch? Ich war jetzt nicht beim Opel, alle meine Schulkameraden und so weiter haben beim Opel gelernt. Ja. Ich bin Sohn eines Bäckers, der einen Opel beliefert hat. Okay. Und durfte dann immer nur mal im Fußraum als kleines Kind mal mitfahren in den Bunker, wo dann die Brötchen verteilt wurden, den ganzen Opel. Und mit Zehntausenden von Brötchen, da sind die Scheiben angelaufen, weil die Brötchen heiß waren. Ach geil. Und irgendwann ist die Opel-Liebe auch hochgeploppt und seitdem habe ich halt Opel-Autos, Fahrräder und. Und diese Nummer hier ist ja auch in den Opelwerken, sich so auszuleben, gemeinsam mit Olli und mit dem Besitzer der Immobilie, das ist natürlich großartig. Ja. Ach du Scheiße, was ist denn das? Da hängt ja ein Flieger. Wie kommt denn der da hoch? Die Havilland ist der Hersteller 50er Jahre, erste Düsenjäger-Generation. Und verrückte Geschichte, lag 40 Jahre zerlegt in einer Halle. Hat der Vater des Besitzers zum Schrottwert damals vom Schrottplatz weggekauft. Und wir haben ihn wirklich hier wie Lego für Große zusammengeschraubt und haben ihn da oben hingehängt. Total irre, dass das geklappt hat. Ja. Und wir sind anfänglich auch hier ein bisschen ängstlich und drunter durchgelaufen, aber das ist alles stark. Noch hängt er. Noch hängt er. Ja, es ist ein cooler Platz und die Leute fühlen sich wohl, muss man wirklich sagen. Und genau aus dem Grund wollen wir dir jetzt noch jemanden vorstellen, der sich auch gerade wohlfühlt und auf uns wartet. Ja, machen wir. Kommt mal mit. Nur Schönheiten hier. Hey. Finger weg. So, hier ist unser Überraschungsgast. Hallo und guten Abend, Hallo. Herr von Opel. Hi. Willkommen Wirklich. bei Opelist in der Werkshalle. Tobi Kämmerer. Gregor, Hi. Von Richtig. Opel, das habe ich richtig gehört gerade. richtig, genau. Das heißt wahrscheinlich extremst verwandt. Extremst verwandt. Ja, und wie verwandt mit Adam Opel? Das war mein Urgroßvater. Berühmte Uropa, oder? Ja, absolut. Ja, okay. Und hier geht es um sehr, sehr schöne Fahrräder anscheinend. Ja. Das ist ja fast, aber dann habe ich schon gelernt, fast die Rückkehr zum Ursprung auch, oder? Es ging ja auch mal mit Fahrrädern Ja. los. Ja, los ging es eigentlich hier mit der Nähmaschine. Mit der Nähmaschine? Okay. Ja. Und Nähmaschinen wären aber nicht so dein Ding gewesen, oder? Nein, aber das Fahrrad hat mich schon von jung aus fasziniert. Ja. Ja. Und klar war natürlich die Verwandtschaft ein Grund, dann auch damit zu starten. Ja. Aber irgendwie war es die Faszination fürs Rad an sich. Ja. Und das sind hier... Und beim Adam war es eigentlich ähnlich. Ne? Der ist erstmal, hier hat er so ein Hochrad, hat er da geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und selber ist er damit erstmal in den Graben gefahren und wollte es dann auch schon verkaufen. Und dann hat er gemerkt, wie viel er dafür bekommt. Und dann hat er sich überlegt, Geschäftssinn. Geschäftssinn. Okay. Seine Söhne wollten damit fahren. Er hat gesagt, das könnte eine gute Sache werden. Und so kam er hier eigentlich von dem Rad bei der Nähmaschine zum Hochrad. Ja, irre. So ging das los. Dann ging es weiter. Hier zum Beispiel was ganz Besonderes. Das erste Lastenrad weltweit, das weiß so gut wie keiner. Und das ist eine Mopeppa. Das ist ja süß. Das war mal das kleinste Fahrzeug auf der IAA 1971. Und, also eine Kombination aus Mini-Auto und Moped. Das war ja schon so Richtung Ölkrisen. Ja. Und da hat man überlegt, man möchte möglichst sparsam unterwegs sein. Und so kamen die Ideen von der Mopetta. Könnte man aber auch mal über ein Revival nachdenken, oder? Ja, absolut. Das ist wieder... Also ich wäre fast dafür zu haben. Ja. So. Und jetzt bist du aber ja bei Fahrrädern im Hier und Heute zu Hause. Richtig. Angefangen von Cityrädern, Trekkingrädern, Mountainbikes, Rennräder. Da sind wir sehr gut. Und eben auch die E-Bikes. Ja. Dann wünschen wir dir noch unfassbar viele tolle Designentwürfe. Ja. Und wenn es Dankeschön. soweit ist, dass du über die Mopetta und Revival nachdenkst, sagst du Bescheid. Okay. Danke dir. Alles Gute. Ja, sehr Auf gut. geht's. Tschüss. Ich habe deinen Magen knurren hören. Wir müssen weiter. Das war wirklich super. Wir haben noch was Schönes hier auf der Ebene in der Werkhalle.
So, Tobi, auf der Ebene gibt es noch was, und zwar ein Restaurant, das F40. Ein Las Brisas. schickes Restaurant, aber. Ziemlich cool, auch in dem Industriestyle gemacht, mit total gut. Bildern. Und das macht hier die Sabrina. Und da ist auch schon, guck mal, die Sabrina, ich übergebe dich mal. Guten Abend. Grüß Tobi, hi. Die Sabrina, hallo, freut mich. Eine große Freude, hi. Gleichfalls. Sie haben meinen Magen knurren hören. Ja, Die genau. Angst hat, Bis hierher. es gibt eine Lösung. Hast du einen Tisch vielleicht? Natürlich habe ich einen Ja, Tisch. ach, wie schön. Komm grad mit. Super. Sabrina, wir überlassen dir den Jungen. Dank. Ja, natürlich, gerne. Take care. Tobi, mach's gut, auf bald. Tschüss. Ja. Bis demnächst. Olli, wir sehen uns. Ciao. Guten Abend. Schönen Abend, ciao. Tschüss. Ciao. Hier, das ist aber sehr, sehr schön bei dir. Ja, Ist es doch, dein vielen Laden? Dank. Das ist mein Laden, ja, richtig, ja. Ach, hier Werkshallen-Flair noch, oder? Ja. irre. Komm rein. Ah, das ist die Rennbahn. Da war ich auch schon. Ganz genau. Da ist jetzt sehr viel Wald. Da ist jetzt sehr viel Wald, es Ja. ist sehr bewachsen auf jeden Fall. Ja. Du darfst dich gerne hier hinsetzen, Ja, na klar. vor unsere Drehbank. Gleich Ach, hinten. vor die Drehbank. Vor ja. die Drehbank, genau. Du, hast du irgendeine Empfehlung, was du sagen würdest, das sollte man bei dir auf jeden Fall essen? Ja, ich lasse dir was zusammenstellen, Das was ist ein ganz guter Plan. Leckeres. Ja. Und dann lasse ich das zubereiten und dann bringe ich dir das gleich. Tipptopp, ja, dann bis gleich. Super, Sehr sehr, gut. gerne. Ich danke dir. Gerne. So. Oh, Getränke hast du schon? Wunderbar. Bist du verrückt geworden? Na, nur das Beste für unsere Gäste. Ach du großer Gott. Darf ich Ich dir was stell's- abnehmen? Serrano Manchego-Teller. Du bist ja Hau ich dir wirklich schon mal in die verrückt Hand. Ach du großer Gott. Dann haben wir Lukas, hier noch wir haben viel vor. ja, einmal die Pinchos. Was sind Pinchos? Pinchos sind Hähnchenspieße Hähnchenspieße, ja. mit einem Minzdip. Dann haben wir hier den Ziegenkäse mit Honig und Pinienkernen. Mhm. Die Tiras, das sind Rindersteakstreifen in Knoblauchsoße. Natürlich sind sie das. Definitiv. Die Pimientos de Padrón. Ah, die liebe ich. Und Patatas Bravas, original in Spanisch. Ach du großer Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Sabrina, hast du einen Moment Zeit noch oder musst du wieder... Sehr gerne, ich habe einen Moment. Ja, klar. Willst du dich kurz setzen? Aber sicher. Guten Appetit. Das Essen sieht fantastisch aus und trotzdem ist es ja ein Restaurant an einem besonderen Ort. Ja. Merkst du das auch, dass das nicht irgendwo ist, sondern hier? Ja, absolut, auf jeden Fall. Also wir haben Gäste hier, die kommen speziell hierher, weil sie damals hier mal ihre Ausbildung gemacht haben. Ah, okay. Weil sie hier generell gearbeitet haben, Ja. 20, 30, 40, 50 Jahre. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Gast hier, schon etwas älter. Und der saß am Tisch und guckte sich vorne das große Bild an. Wir haben vorne ein großes Foto hängen von der Kantine, Ja. die damals hier eins oben drüber war. Und er stand vor dem Bild mit Tränen in den Augen. Also es war ein sehr emotionaler Moment. Wir haben dann gefragt, was denn los sei, ob alles in Ordnung sei. Ja. Und er hat dann gesagt, ich bin auf diesem Bild, ich sitze da. Im Ernst? Ja. Oh. Und das war sehr emotional für uns. Also wir hatten alle so ein bisschen Tränchen in den Augen. Die Mauern schreiben Geschichte, das merkt man an den Gästen. Und auch man kommt ja ins Gespräch. Ja. Und das ist wirklich schön, also die alten Geschichten, die man da manchmal auch zu hören kriegt. Toll. Und wir schreiben jetzt neue dazu. Genau, so sieht's aus. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Du musst mir helfen, Sabrina. Ist kein Bitte Problem. mit irgendwas. Oh, lecker. Auf dich. Prost. Am nächsten Tag geht es für uns in den neuen Teil des Werks. Hier ist auch der Deutschlandsitz des Mutterkonzerns Stellantis. Wir wollen rausfinden, wohin geht die Reise eigentlich und was macht Opel jetzt? Dafür habe ich ein Date in der Produktion. So Leute, jetzt geht's ins Herzstück. Dahin, wo Autos gebaut werden. Da haben wir eine Verabredung mit dem Sascha. Schutzbrille wichtig. Servus. Hey, gute Tobi. Hier, grüß dich. Herzlich willkommen. Hier drin gilt's. Hier drin gilt's, genau. Hier drin gilt's. Ich wollte dir mal zeigen, wie man hier die Seitenwandfertigung bei Ja, uns macht, ja, die Logo. Karosserie. Sascha, wie lange bist du bei Opel schon? Ich habe meine Ausbildung bei Opel mit 16 begonnen, das heißt 25 Jahre bin Im ich jetzt schon Ernst? im Opel, ja. Was hast du dann gelernt? Automechaniker oder Ja, was? Kfz-Elektriker habe ich gelernt. Kfz-Elektriker. Ja, Und genau. jetzt bist du was? Ja, jetzt bin ich hier in der Fertigungsleitung verantwortlich für die Aufplanung der Arbeitsstation. Okay. Ja. Also ein bisschen was passiert in 25 Jahren. Ist ein bisschen was passiert in 25 Ja, okay. Stimmt. Wo marschieren wir hin? Ich würde dich mal hier oben, wollte ich dir mal einen guten Punkt zeigen, wo wir mal die Roboter sehen können. Ja, sehr gerne. Na klar. Wow. Das sieht ja aus wie ein Roboter. Zoo hier fast. Roboter-Ballett, ja. Das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also hier wird die Seitenwand von unserem neuen Opel Astra gefertigt. Also es gibt sehr, sehr viele Teile und die basteln die zusammen, bis quasi die Seite vom Auto fertig ist. Hier sind wir hier im Rohbau und die einzelnen Blechteile werden hier zusammengeschweißt, bis ganz am Ende dann die komplette Rohkarosserie steht.
Jetzt wissen die ja anscheinend genau, was sie machen. Ja. Angenommen, einer von diesen gelben Babys wird mal krank und hat die Robotergrippe oder sonst irgendwas und fällt aus. Was ist dann? Ja gut, in so einem Fall gibt es bei uns die Instandhaltung. Das sind Jungs, die kennen wirklich jede Schraube, jedes Kabel an dem Roboter. Unsere Leute kommen dann, reparieren die und das ist in der Regel dann auch relativ schnell wieder erledigt. Lassen Sie mich durch, ich bin Roboterarzt. So, ja, Genau, geil. genau. Ja. Was auffällt, ist ganz schön wenig Leute. Ja, da sind wir hier im Rohbau auch relativ falsch. Wenn du Leute sehen willst, müssen wir mal sonst in die Fertig- und Endmontage gehen. Da wird nämlich aus dem Blechauto dann das fertige Fahrzeug. Das ist eh deine Abteilung, oder? Das ist eh meine Abteilung. Wollen wir mal in deine Bude gucken? Sehr gerne, sehr gerne. Dann machen wir das. Okay. So, Tobi. Ja, wir sind jetzt hier bei uns in der Fertig- und Endmontage. Hier ist die Station, wo das Fahrzeug von der Rohkarosserie zum fertigen Fahrzeug zusammengebaut wird. Hier ist auch die Stelle, wo die meisten Mitarbeiter im Werk arbeiten, weil hier noch sehr viel wirklich in Handarbeit gemacht wird. Was ein Glück, weil bei den Robotern, ich sag dir ganz ehrlich, das ist cool, ja, beeindruckend, aber schon auch ein bisschen gruselig. Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde dir mal zeigen, wo unser Scheinwerfer eingebaut wird und vielleicht kannst du dich da auch mal selbst dran versuchen. Ich will nicht verantwortlich sein, dass hier die Produktion stillsteht, Leute. Also ich habe hier schon mal ein paar Handschuhe für dich vorbereitet. Ansonsten würde ich dich an meinen Kollegen übergeben, das ist der Norbert. Hallo Norbert. Ja, hallo Tobi. Servus. Norbert, du hast das große, zweifelhafte Vergnügen, mit mir gemeinsam jetzt einen Scheinwerfer irgendwie da in ein Auto zu kriegen. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Bauen wir Scheinwerfer ein. Alles klar. Bitte schön. Versuch mal Der kommt. einsetzen. Muss der Stecker irgendwas verkabeln? Stecker machst du später. Zuerst einsetzen. Jawohl. So ist richtig. Super gemacht. Drücken. Gut. Verschrauben. Fängst du hier an. Immer die Reihenfolge. Muss man anhalten. Ja, drauf. Ah, okay. Und noch eine Schraube. Hier. Ganz liebe Grüße an meinen Kumpel Timo übrigens. Alles klar. Wenn der sieht, dass ich 3 Schrauben richtig an einem Auto festmache, Gut. glaubt er mir nie. Du bist noch nicht So. fertig. Jetzt muss man noch hier stecken. Stecker kommt noch dran. Ja, das mache ich schon. Und jetzt haben wir Licht. Und jetzt haben wir Licht. Das haben wir gut gemacht, Norbert. Vielen Alles Dank. klar. Mein erster Scheinwerfer in einem Auto. Oh Gott, Norbert, das ist deins. Und ich habe noch eine Schraube, dass die irgendwo fehlt. Alles klar, kein Problem. Danke dir. Gut gemacht. Norbert, dann dank dir und Sascha, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für die Einblicke, das war Sehr gerne. und ist unfassbar beeindruckend. Wirklich Freut mich, krass. dass es dir gefallen hat. Jetzt haben wir ja schon wirklich was erlebt. Ne? Wir waren ganz weit in der Vergangenheit, wir waren in der Gegenwart, haben ein bisschen nach vorne geguckt. Und jetzt, Leute, jetzt gehen wir in die Zukunft. Wir haben eine Verabredung mit Florian Theis. Der ist Chefdesigner und der bastelt quasi schon am Übermorgen. Da ist er. Tobi, servus. Hi, Florian. Hi. Hi. Grüß dich. Darf ich in die heiligen Du Hallen? darfst da eintreten. Ich habe eben behauptet, du arbeitest schon am Übermorgen. Das stimmt. Ja. Das werden wir dir zeigen heute. Ach, sehr gut. Ja. Florian, wie lange bist du schon hier? Ich bin seit 16 Jahren bei Opel schon. 16 Jahre. Ja. Das heißt, das dann Insignia, hat es schon was mit dir zu tun gehabt? Ne? Insignia, das aktuelle Auto, ist tatsächlich von mir, das Exterieur. Das hast du ehrlich? Das habe ich designt, sozusagen. Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. Okay, ich nehme dich mal mit. Wir sind hier im Design. Ja. Das heißt, der ganze Bereich hier ist komplett confidential. Wir dürfen dahin gucken, wo normal keiner gucken darf. Genau, aber ich nehme dich mit rein, deshalb kommen wir zu zweit mit meiner Karte jetzt hier einfach rein. Leute, wir dürfen. Hier dürfen keine Besucher normalerweise rein, aber wir machen heute eine Ausnahme für dich. Das ist eins der Modelle von unserem aktuellen Concept Car. Wir bauen diese Clay-Modelle, also Modelliertonmodelle. Wie Lehm? Wie Lehm, Ja, okay. genau. Ja. Es wird erwärmt, aufgetragen und dann wird es mit diesen Tools abgezogen, bearbeitet von Hand. Du sitzt also irgendwann zu Hause, abends im Bett und hast was zu malen? Und dann skizzierst du ein bisschen rum, dann sagst du, das hätte ich jetzt mal gerne? Ja, könnte man so
Ungefähr so? können wir das so sagen. Genau, wir fangen eigentlich mit einem weißen Blatt Papier und Stift an, Ja. die ersten Ideen aufzuzeichnen. Dann nachher wird das dann natürlich dann farblich angelegt und detaillierter ausgearbeitet. Und dann wird das einem Modelleur übergeben. Das hätte ich mir nie so vorgestellt, dass da rummodelliert wird, wirklich im Sinne von so Ton. Willst du es selbst ausprobieren? Wenn ich A nichts kaputt machen kann und du mir sagst was, dann ja. Ich tappe dir eine Linie und du kannst modellieren. Oh, okay. Das ist jetzt im Prinzip der Prozess, wie wir auch arbeiten. Wenn mir jetzt zum Beispiel diese Kante hier nicht gefällt, Ja. ein Stück tiefer. Und dann würde der Modelleur die Linie jetzt sozusagen verändern, indem er mit dem Tool von oben was Das wegnimmt. wegschabt. Ja. So, also hier mit dem Du könntest Schaber. damit anfangen, genau. Mhm. Das hat so Zacken hier an der Seite. Da kann man ein bisschen gröber arbeiten. Ich habe ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Einfach mal was wegnehmen. Genau. Aber das sieht sehr professionell aus. Also es macht Spaß, das kann ich schon mal sagen. Leute, dem Chefdesigner gefällt die Linie nicht. Ich habe es euch von Anfang an gesagt, die Linie muss runter. Wenn der Florian das sieht, sagt er, das ist scheiße. Die muss doch natürlich dahin. So. Also jetzt mache ich hier das weg. Ja, perfekt. So. Du könntest direkt bei uns anfangen, Tobi. Leute, irgendwann seht ihr ein Auto rumfahren, wo die Linie so ist. Und ihr fragt euch, wieso sieht das so geil aus? Weil der Florian und der Tobi damals, die hier... Ist alles, so hier, alles hier aufgenommen. Ja. History. Tobi, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ja. Unter dem Cover ziehst du das mit mir ab. Da kann ich dir zeigen, was aus dem Modell dann später entstanden ist. Okay. Wollen wir? Auf die Plätze, fertig. Los. Ach du Gott. Oh, warn mich doch vor. Alter Vater. Eieieiei. Das sieht aber sehr nach Zukunft aus. Genau, das ist unser aktuelles Concept Car. Das ist quasi der Startpunkt für die nächste Serie an Produktionsautos, die von dem Design hier beeinflusst werden. Das heißt, das ist so eine Art von Style-Mutter. Genau, das ist Und alles, was gemacht wird, entwickelt sich daraus. Genau, das zeigt die nächsten Schritte unserer Designsprache, wo die Reise hingeht, wie das Design der zukünftigen Fahrzeuge im Prinzip aussehen wird. Florian, und all das, was wir jetzt hier sehen, ist quasi neu und gab es bisher noch nie außer in deinem Kopf. Ja, es stimmt zum Teil, weil wir natürlich schon unsere Inspiration auch ein bisschen aus der Opel-Historie ziehen. Und man sieht hier an der Front zum Beispiel sehr gut, diese Maske, wir nennen das den Opel Visor, ist inspiriert von dem Manta aus den 70ern. Ah, mit dem hatte ich schon Kontakt, also mit der Vorgabe, mit dem Original. Mit dem Original, ja. Genau, und das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe mit dieser neuen Execution, mit dem beleuchteten Logo im Center, mit dieser 3D-Umsetzung und diesen sehr technischen Details. Aber die ursprüngliche Idee kommt tatsächlich vom Manta. Das sieht aber wirklich schon sehr nach Zukunft aus. Es gibt ein Problem allerdings, man kommt nicht rein, Florian. Da habe ich auch was vorbereitet. Ja. Wir werden quasi virtuell in das Cockpit einsteigen. Man kann das hinten noch mal fixieren, wie bei so einem Fahrradhelm. Einfach ein bisschen festdrehen. Ja, okay. Und dann auf den Punkt kurz schauen. Und jetzt baut sich gleich was auf. Oh, ich bin drin. Ich bin im Auto. Wir haben jetzt hier so ein paar Animationen, wo man verschiedene Modi sieht. Man sieht auch, das Lenkrad klappt jetzt Das gerade Lenkrad weg. geht gerade weg. Also wir gehen in autonomen Fahrmodus sozusagen. Du kannst dich auch mal umschauen. Du kannst die Rücksitze auch sehen zum Beispiel. Zum Glück keine Kinder, die alles vollkrümeln. Das Tool nutzen wir in der Designentwicklung, um verschiedene Designthemen schon früh bewerten zu können. Dann würdest du dir jetzt mit der Brille das angucken innen, würdest sagen, die Kante auf der Seite gefällt mir nicht, die machen wir anders, oder? Genau, richtig. Ja, okay. Ja. Und man kann das auch live dann schon verändern und würde es gleich dann direkt sehen. Das mit dem Panoramadach ist total gut. Romantischster Sternenhimmel. Jetzt geht die Sonne auf. Ah. Und da steht er. Das ist ja irre. Weg ist es. Das hätte ich mir, also so funktioniert hätte ich im Leben nicht gedacht. Sehr realistisch. Vielen, vielen Dank, dass wir hier rein durften. Wirklich, gerne. geheimer Ort ganz besonders. Wirklich, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Was wünscht man dir am besten? Viele schöne Ideen, schöne Kanten Ja, und nehme guten ich. Look. Nehme Ja, ich. Dankeschön. alles klar. Dank dir. Ja, sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.
Was eine Zeitreise, oder? Was für tolle Leute, wie viel Liebe für die Dinge, die machen. Und was für unfassbar geile Autos. Wahnsinn. Ich darf glücklicherweise noch eine Runde drehen mit dem Schätzchen hier. Tschüss.